Leute, es ist der absolute Skandal, der absolute Super-GAU. Friedrich Merz, obwohl er noch nicht mal Bundeskanzler ist, möchte über das weitere Vorgehen in Deutschland entscheiden und möchte sogar Grundgesetzänderungen noch reinbringen, bevor das neue Parlament am Start ist. Und die Schuldenbremse, das war bei ihm ein absolutes Tabuthema vor dem Wahlkampf und während dem Wahlkampf, aber schwuppdiwupp, alles vergessen, was man versprochen hat, kommt jetzt das zum Vorschein. Es ist der absolut größte Wählerbetrug meiner Meinung nach aller Zeiten. Und was die Herrschaften noch so für Pläne haben mit Deutschland, mit Schulden, Sondervermögen und mehr, darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Wir wollen starten mit Markus Lanz, im Ende dann noch den Herrn Söder und Friedrich Merz, was deren Pläne sind. Es ist unfassbar für mich, dass sowas nicht aufgehalten werden kann. Friedrich Merz hat ja zwei interessante Dinge gemacht. Friedrich Merz hat sozusagen investiert, wenn man so will, in seinen Wahlkampf, als er mantramäßig immer gesagt hat, die Schuldenbremse steht, die Schuldenbremse bleibt. Auf jeden Fall, Schuldenbremse ist etwas, woran nicht zu rütteln ist. Die Frage ist, war es ein geschicktes Investment in seine Kanzlerschaft? Und das war es natürlich nicht. Deswegen redet er jetzt am Tag danach auch direkt ganz anders und sagt, na ja, also da muss man gucken und da muss man, und ab und zu mal hat er ja auch schon im Wahlkampf die Tür so ein bisschen aufgemacht. Aber siehe da, 23. Februar, Wahlabend, und es kommt der Morgen des 24. Februar und schon reden wir ganz anders über die Schuldenbremse. Und derselbe Friedrich Merz, der bis dato ein so eifriger Verfechter der Schuldenbremse war, sagt jetzt, vielleicht sollten wir, solange es den alten Bundestag noch gibt, ganz schnell diese Schuldenbremse reformieren. Warum? Weil wir es möglicherweise dann, wenn sich der neue Bundestag konstituiert, nicht mehr können. Ja. Das Spannende ist ja, dass wir ja wissen, dass die Sitzverteilung im Parlament, nachdem die neue Regierung gebildet ist, so aussehen wird, dass die Linkspartei und die AfD zusammen mehr als 1/3 der Abgeordneten stellen. So, und damit eine Grundgesetzänderung nur möglich ist, indem Abgeordnete der Linkspartei oder der AfD ihr zustimmen. Und gestern, am 4. März 2025, kommt das zum Vorschein. Wir sind am heutigen Tag zu folgenden ersten Ergebnissen gekommen. Erstens, angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa und mit Europa die Bundesrepublik Deutschland jetzt sehr schnell sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und des europäischen Kontinents zu stärken. Wir setzen darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch in Zukunft zu unseren gegenseitigen Bündnisverpflichtungen stehen. Wir wissen aber auch, dass die Mittel für unsere Landes- und Bündnisverteidigung jetzt erheblich ausgeweitet werden müssen. Die dazu notwendigen Entscheidungen, vor allem im Hinblick auf den Bundeshaushalt, dulden spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr. Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Also ganz klare Ansage, natürlich alles nur zum Schutz für die eigene Sicherheit, muss jetzt natürlich das Grundgesetz geändert werden. Und es war ja schon länger Thema, dass die Militärausgaben extrem erhöht werden sollen, aufgrund von Forderungen der USA vor einigen Jahren schon. Anscheinend ist es jetzt soweit. Schauen wir mal Punkt 2 an. Zweitens, die zusätzlichen Ausgaben für die Verteidigung sind nur zu verkraften, wenn unsere Volkswirtschaft binnen kürzester Zeit wieder auf einen stabilen Wachstumskurs zurückkehrt. Dazu braucht es neben einer durchgreifenden Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft schnell und nachhaltig Investitionen in unsere Infrastruktur. Die notwendigen Mittel dazu können nicht allein aus den laufenden Haushalten des Bundes, der Länder und der Gemeinden finanziert werden.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden € für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Sondervermögen auch private Investitionen in großem Umfang auslösen. Dieses Sondervermögen soll ebenfalls von den beiden Fraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche im Wege eines Vorschlages zur Änderung des Grundgesetzes auf den Weg gebracht werden. Also Sondervermögen bedeutet Sonderschulden, was der deutsche Steuerzahler im Laufe der Jahre dann natürlich zu begleichen hat. Drittens. Wir wollen auch den Ländern die Möglichkeit einräumen, in ihren Haushalten den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben herbeizuführen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35% im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandprodukt nicht überschreiten. Das ist die Regel, die auch der Bund bereits im Grundgesetz hat. Dazu ist eine Konkretisierung des Grundgesetzes in Artikel 115 erforderlich, die wir als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD ebenfalls in der nächsten Woche in den Deutschen Bundestag einbringen werden. Alles schnellstmöglich noch reinbringen, Grundgesetzänderungen reinbringen, bevor nämlich das neue Parlament am Start ist, weil da haben wir natürlich die AfD, eventuell mit der Linken auch eine Mehrheit bzw. eine große Anzahl von Gegnern diesbezüglich und dementsprechend die sogenannte Sperrminorität. Also wirklich heftig, dass die das vorher aufgrund natürlich der brenzlichen Situation aktuell noch alles jetzt schnell durchdrücken müssen. Viertens, meine Damen und Herren, alle diese Entscheidungen stehen nach unserer Auffassung in einem engen und unauflösbaren Zusammenhang mit den aktuellen außenpolitischen und europäischen Entwicklungen. Wir sind uns als Bundestagsfraktionen darüber im Klaren, dass weitergehende Entscheidungen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich ebenso notwendig sind wie weitere Entscheidungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, zur Änderung des sogenannten Bürgergeldes, zur Verbesserung der inneren Sicherheit und nicht zuletzt zur deutlichen Begrenzung der nach wie vor viel zu hohen irregulären Migration. Dazu werden wir parallel zu den genannten 3 Gesetzgebungsinitiativen die Sondierungsgespräche am Donnerstag und Freitag in dieser Woche fortsetzen und versuchen, sie zeitnah abzuschließen. Ganz klar, natürlich die Migration, das Thema überhaupt im Wahlkampf, darf man nicht vergessen, hört sich für mich eher so an wie ein Stiefkind aktuell. Aber wollen wir jetzt mal schauen, was Herr Söder dazu sagt. Deutschlandpaket wie heute auf den Weg bringen, dann hätte ich ihn für, zumindest gesagt, sehr optimistisch, vielleicht sogar für verrückt gehalten. Aber die Wahrheit ist, wir sind genauso verunsichert und genauso besorgt wie große Teile unserer Bevölkerung. Denn das, was sich in diesen Tagen alles abspielt, stellt alte Gewissheiten völlig neu auf. Für viele von uns, wie ich, ein überzeugter Transatlantiker, seit seiner Kindheit eigentlich überzeugt von einer moralischen Führungsrolle der Vereinigten Staaten von Amerika, für viele von uns ist dieses Grundvertrauen in Amerika zumindest tief berührt. Und die Frage ist, wie reagieren wir jetzt in dieser veränderten Welt darauf? Nicht ängstlich, nicht zaghaft, besonnen, aber entschlossen. Mit dem heutigen Tag zeigen wir nicht nur, dass eine neue Regierung, eine mögliche neue Regierung, handeln kann. Noch bevor Ämter verteilt sind, noch bevor Posten da sind, wird erstmal für die Sicherheit des Landes vorgesorgt. Wir senden ein Signal an Freunde und Feinde. Deutschland ist da. Deutschland zieht sich nicht zurück. Wir werden alles tun, alles, was nötig ist, um unser Land, Deutschland zu schützen und zu stärken und Europa voranzubringen. Ernste Zeiten erfordern sehr ernsthafte Maßnahmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der meint das gar nicht ernst, als ob die Bedrohungslage früher nicht anders war. Die Bedrohungslage innerhalb Deutschland ist doch die letzten Jahre schon gewachsen. Da hat man dann nichts getan. Da hat man trotzdem noch die Flugzeuge vollgepackt mit Menschen, die hier nichts zu suchen haben und hat jetzt den Salat. Aber jetzt, wenn der Feind von außen kommt, der ja schon längst im Land drin ist, könnte man auch annehmen, erst jetzt reagieren sie und die Sicherheit muss in Deutschland gewährleistet werden. Deswegen, guck mal, was er noch dazu sagt. Das ist so krass. Darum haben wir heute auch die letzten Tage sehr ernsthaft darüber diskutiert. Gewichtet und gewogen. Alles überlegt, was der richtige Weg ist. Wir haben uns am Ende entschieden für diesen Weg. Für die Sicherheit no limit. Alles, was die Bundeswehr braucht, um zu einer schlagkräftigen Armee zu werden, die uns
und in der NATO und Europa schützen kann, wird angeschafft werden. Ganz ehrlich, absolut top. In den Videos zuvor habe ich es immer wieder gesagt und betont, Deutschland braucht mehr Souveränität. Deutschland, leider, in dieser Welt, in diesem System, brauchst du ein starkes Militär. Das ist ganz klar. Wir rüsten komplett auf. Militärisch, aber auch wirtschaftlich und technologisch. Neben der Bundeswehr, die eine unserer wichtigsten Entscheidungen war und die übrigens auch ein klares Signal ist an jeden anderen, der sich überlegt, mit Europa zu spielen. Wir sind da. An unserer Entschlossenheit soll niemand zweifeln. Aber dazu auch ein großes Wirtschafts- und Infrastrukturpaket XXL in der Größe einmalig in Deutschland. 500 Milliarden auf 10 Jahre, ja, um Planungssicherheit zu haben, für die Stärkung unserer Energieversorgung und zu erreichen, dass die Energiepreise wieder so werden, damit am Ende Wirtschaft sinnvoll ist. Ich hatte diesbezüglich gestern schon ein Video gemacht, weil er meint, Deutschland muss aufrüsten, bis an die Zähne bewaffnet sozusagen, und Herr Söder plant sogar Atomwaffen am Start. Wie komisch ist denn das bitte? Die schalten die Atomkraftwerke ab und wollen dann aber Atomwaffen anschaffen. Also, wie lustig ist das? Ich werde es dir am Ende des Videos nochmal verlinken, dass du auch dieses Video anschauen kannst. Deutschland hat auf jeden Fall viele verschiedene Baustellen, die sie zu meistern und zu handeln hat. Aber die neue Bundesregierung, ganz sicherlich, sie wird es viel besser machen als die zuvor. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Und ob du nicht auch so ein bisschen den Beigeschmack hast von Ironie. Weil so wie das rüberkam, war das eher so ein bisschen, wen willst du eigentlich verarschen? Wir stehen über dem Volk. Und das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Lass mir deine Meinung in den Kommentaren da. Teile gerne dieses brisante Video. Lass mir deine Meinung da. Einen Daumen nach oben und aber auch natürlich gerne schau dir jetzt das verlinkte Video an, damit du auch hier nochmal intensivere Eindrücke zu seinen Vorhaben hast. Wünsche dir weiterhin viel Spaß. Der Markus.